Die Hochschulwahlen sind gerade im Gange und deswegen treffe ich mich für euch heute mit der Stufe, um euch mal zu erklären, was da eigentlich so abgeht. Deswegen befinde ich mich auch gerade vor dem Gebäude der Stufe und wir gehen da jetzt einfach mal rein. Ich treffe mich heute mit Lisa und Svenja von der Stufe, um mir erklären zu lassen, was man bei der Hochschulwahl eigentlich wählt und wie. Aber vorher, was ist die Stufe eigentlich? Hallo, ich bin Svenja und ich bin in der FSV Tech, weil ich studiere Mechatronik und ich bin in der Stufe aktiv. Ich bin Lisa, ich studiere Medizin an der FAU. Ich bin in der FSV an der Medizinischen Fakultät und auch in der Stufe aktiv. Was ist Stufe eigentlich? Stufe ist eine Abkürzung und steht für Studierendenvertretung. In der Studierendenvertretung sind sowohl die gewählten Mitglieder, die in den Hochschulwahlen wählen, als auch ganz viele engagierte Studierende von der FAU. Stufe ist unser großer Überbegriff für alles an studentischem Engagement. Also jetzt in diesem letzten anspruchsvollen Jahr oder 1,5 Jahre mit der Lehre unter Corona, wie es immer so schön heißt, haben wir ganz viel zu tun gehabt. Wir haben uns eben mit Frau Kopp, das ist die Vizepräsidentin für Lehre, viel getroffen. Wir haben uns aber auch mit den Juristinnen von der Abteilung Lehre getroffen und haben mit denen besprochen, wie können Prüfungen jetzt trotzdem stattfinden, wie können auch alternative Prüfungen stattfinden, digitale Prüfungen, Fernprüfungen, wie können andere Arten von Prüfungen stattfinden, die nicht im Hörsaal sind und so, dass trotzdem unsere Abschlüsse sicher sind. Wir haben uns mit den anderen Hochschulen in Bayern vernetzt und haben dazu beigetragen, dass die individuelle Regelstudienzeit eingeführt worden ist. Und die nicht gewählten Vertreterinnen in der Stufe, die haben natürlich versucht, irgendwie studentisches Leben weiter aufrechtzuerhalten. Wir haben Partys gestreamt, es haben sich über Zoom trotzdem die Arbeitsgruppen zu Ökologie und Nachhaltigkeit getroffen. Da gab es den veganen Januar, wo man Rezepte ausgetauscht hat. Es gab verschiedene Treffen zu dem neuen Hochschulgesetz, wo sich ganz viele Leute getroffen haben, die sich für Politik interessieren. Also im letzten Jahr ist da ganz viel von unserer Arbeit reingeflossen. Und jetzt, wo es langsam wieder aufwärts geht, hoffen wir natürlich auch, dass unsere anderen Projekte nach und nach wieder starten können. Die Hochschulwahlen wirken erstmal ziemlich kompliziert, sind aber eigentlich ganz einfach. Also wahlberechtigt sind wir. Das sind an der FAU ungefähr 39.000 Studierende. Und alle Studierende sind wahlberechtigt in 2 Wahlen. In der FSV-Wahl und in der Konventswahl. Bei der FSV-Wahl hier habt ihr 4 Stimmen, die ihr abgeben könnt. Mit diesen 4 Stimmen wählt ihr die Personen im Fakultätsrat. Heißt, diese Seite hier der Wahl ist Fakultätsebene. Also alles, was ihr wählt, ist für eure Fakultät. Diese 4 Personen im Fakultätsrat haben natürlich auch Vertreter. Und auf den Listen sind noch mehr Leute, die man wählen kann und auch gewählt werden, als diese 4 Personen. Die werden dann als Stellvertreter alle zusammen in die FSV, die Fachschaftsvertretung, gewählt. Die FSV entsendet dann quasi pro Fakultät 3 Personen in den studentischen Konvent, also 5 Fakultäten, 3 Personen, insgesamt 15 Personen werden im studentischen Konvent entsendet von den FSV und stellen damit die Hälfte aller Personen im studentischen Konvent. Und die andere Hälfte wird direkt gewählt über die Konventswahl. Da treten verschiedene Listen an, in diesem Jahr sind das 8. Und jeder Wähler und jede Wählerin hat 15 Stimmen, die vergeben werden können. Und damit werden 15 Personen in den studentischen Konvent gewählt. Der studentische Konvent besteht also insgesamt aus 30 Personen. Und diese werden dann je nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Interessen und Erfahrungen in verschiedene andere Gremien weiterentsendet. Zum Beispiel in die Kommission für Studienzuschüsse, in die Kommission für Internationalisierung, die Kommission für Lehre und Studium oder sogar in den Senat. Das ist das oberste beschlussfassende Gremium an unserer Universität. Und in diesen Gremien treffen die Studierenden aus dem Konvent dann auf die Lehrenden und auf die Mitarbeitenden der FAU und treffen dort gemeinsam die Entscheidungen für die Uni.
Der Konvent entsendet auch noch Mitglieder in die landesweite Studierendenvertretung, die Landesastenkonferenz. Und dort treffen sich die FAU-Studierenden mit Studierenden aller anderen Hochschulen und Universitäten in Bayern und machen sich gemeinsam ein Bild davon, was die Studierenden in Bayern brauchen und wie man diese Veränderung erreichen könnte. Kurz zusammengefasst, 39.000 Studierende, alle sind wahlberechtigt. 2 Wahlen. Die FSV-Wahl, die Konventswahl. Einmal 4 Stimmen, einmal 15 Stimmen und am Schluss treffen sich alle hier im studentischen Konvent. Das Ganze ist dieses Jahr eine Digitalwahl und findet deswegen ganz bequem von eurem Smartphone oder PC zu Hause statt. Wie das Online-Wahltool funktioniert, erklärt euch Lisa. Also bei der Wahl starten wir dann auf der Seite online-wahlen.fau.de auf dem FAU-Wahlportal. Und dann kann man hier Login mit dem Single Sign-On. Das ist jetzt die gleiche Login-Seite wie bei allen FAU-Diensten. Jetzt komme ich auf die Startseite von den Hochschulwahlen 2021 von der FAU. Und der Link zwischen meinem Kennwort und dieser Startseite jetzt, das ist ein Secure-Link, also der kann nicht nachverfolgt werden und kann auch nachträglich nicht nochmal gestartet werden. Und jetzt gehe ich weiter zur Stimmabgabe und jetzt werden mir die ganzen Stimmzettel angezeigt. In meinem Fall sind das jetzt die Wahlzettel für Studierende der medizinischen Fakultät. Die Testversion habe ich jetzt ausgewählt und da kommt jetzt zuerst die Erklärung, wie genau die Wahl funktioniert. Hier wähle ich jetzt für den Fakultätsrat, da habe ich 4 Stimmen und dann gibt es hier nochmal die Regeln, wie genau ich meine Stimmen verteilen darf. Das Ganze gibt es auch nochmal auf Englisch, damit es auch sprachlich barrierefrei ist für alle WählerInnen. Und dann komme ich hier zum ersten Wahlvorschlag. Und jetzt kann ich Kandidaten ankreuzen. Ich kann maximal 3 Stimmen pro Kandidat vergeben oder pro Kandidatin und habe in dieser ersten Wahl zum Fakultätsrat 4 Stimmen, die ich vergeben darf. Und dann komme ich zum zweiten Stimmzettel. Das ist der Stimmzettel für den studentischen Konvent. Und ich kann jetzt mit 15 Stimmen abstimmen und kann den Kandidatinnen und Kandidaten, die ich möchte oder den Parteien, die ich möchte, Stimmen vergeben. Und dann gehe ich hier auf Stimmabgabe prüfen und jetzt prüft das System, ob ich zu viele Stimmen abgegeben habe. Wenn ich weniger Stimmen abgegeben habe als erlaubt, dann gibt es keine Fehlermeldung. Wenn ich mehr Stimmen abgegeben habe als erlaubt, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, dann würde jetzt hier eine Fehlermeldung auftauchen und ich könnte meine Wahl nochmal korrigieren, damit ich nicht Gefahr laufe, dass meine Wahl ungültig ist. Und dann kann ich die Wahl einloggen. Und zwar klicke ich dann hier auf die verbindliche Stimmabgabe und jetzt habe ich meinen Wahlzettel in die Wahlurne geworfen und die Daten sind verschlüsselt und werden gespeichert und ich habe gewählt. Ich weiß natürlich nicht, wie es euch gerade geht, aber ich habe jetzt gerade das erste Mal so wirklich das Gefühl, dass ich verstanden habe, worum es bei den Hochschulwahlen geht, wen ich da wähle und woraus sich der studentische Konvent etc. eigentlich zusammensetzt. Und ich hoffe natürlich, dass, wenn ihr da jetzt auch noch keine Profis auf dem Gebiet wart, vorher so wie ich, dass ich euch das Ganze vermitteln konnte und dass ihr jetzt genau wisst, was bei den Hochschulwahlen eigentlich abgeht. Wenn ihr jetzt zwar wisst, warum und wie ihr wählen sollt, aber noch nicht, wen ihr eigentlich wählen wollt, dann gibt es ähnlich wie bei der Bundestagswahl auch für die Hochschulwahlen einen Wahlkompass. Den findet ihr auf hochschulwahlkompass.de und dort könnt ihr euch durch 21 Fragen durchklicken und euch dann mit den Listen, die bei der Hochschulwahl zu wählen sind, je nach Präferenzen matchen lassen. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Hochschulwahl mit großer Wahrscheinlichkeit schon im vollen Gange. Die beginnt nämlich am Dienstag, den 15. Juni um 12 Uhr mittags und geht bis eine Woche drauf, den 22. Juni, auch wieder um 12 Uhr mittags. Da sind dann die Wahltools freigeschalten und ihr könnt eure Stimmen abgeben. Das heißt, nehmt euch den Hochschulwahlkompass her, klickt euch durch die 21 Fragen und geht wählen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut.